Keramikversiegelung und Langzeitversiegelung sind in aller Munde. Das Gegenmodell dazu kommt jetzt mit dem High-End Spray Wax. Was es kann und wofür es da ist, erzähle ich dir jetzt. Die Hersteller liefern sich ein Rennen nach dem anderen mit Keramikversiegelung oder generell Lack-Langzeitversiegelung. Und ein Paralleltrend, der schon seit 1-2 Jahren jetzt besteht und der jetzt auch immer stärker wird, sind halt die sogenannten Sprühversiegelungen. Bislang lag der Fokus hier immer auf der ultraleichten Anwendung und damit darauf, dass man es einfach regelmäßig macht. Denn auch bei einer Keramikversiegelung ist alles Geld und aller Aufwand verloren, wenn man danach das Auto nicht pflegt, draußen unter Baum stehen lässt und nur durch die Waschstraße schiebt. Da ist es sogar wertvoller, gar keine Langzeitversiegelung drauf zu haben und lieber alle 1-2 Wäschen mit einer Sprühversiegelung den Lack nachzupflegen. Die Anwendung ist extrem leicht, zeigen wir euch jetzt gleich, keine Sorge. Und der Schutz wird immer stärker und hiermit will Dr. Wack ein Produkt geschaffen haben, was von der Performance, was Beading, Sheeting betrifft, definitiv an Keramikversiegelung rankommt. Und das ist wirklich eine Ansage schlechthin. Weiterhin fällt auf, überall steht aktuell Keramik drauf, hier nicht. Spray Wax. Dr. Wack hat bewusst das Wort Wachs hier wieder aufgegriffen. Und wenn wir einfach mal hinten drauf gucken, was es bringen soll: extreme Hydrophobie, monatelang anhaltender Lackschutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen, Glanz und frisch die Farbe auf, klar, seidige, sanfte, geschmeidige Oberfläche, keine Schlieren auf Kunststoffteilen und auch einfach anzuwenden. Wir werden jetzt eine mehrteilige Videoserie daraus machen. Wir werden es jetzt heute im ersten Video trocken anwenden, das heißt die klassische Anwendung einer Sprühversiegelung, eines Sprühwachses. Im nächsten Teil gucken wir uns mal die zeitsparende Variante mit der Nassanwendung an, also als Trockenhilfe. Und im letzten Teil wollen wir dem Produkt mal einer kleinen Belastung, einen kleinen Belastungstest unterziehen. Denn Dr. Wack gibt an, eine hohe Performance auf polierten und unpolierten Lacken herstellen zu können. Und das wollen wir uns einfach mal angucken und auch mal schauen, welche Chemie das Produkt eigentlich aushält. Aber wir starten jetzt erstmal in diesem Video mit der Trockenanwendung und keine Sorge, am Ende gibt es auch ein Beading. Ich zeige dir einmal vorher, dass nicht wirklich was auf dem Lack ist. Es handelt sich um ein relativ neues Auto, deswegen ist ein Grundablaufverhalten da, aber nichts, was wir irgendwie als Lackschutz bezeichnen könnten. Sieht man hier, kein Beading, kein Sheeting. Lack wieder trocken. Wir starten mit Auftragsmethode Nummer 1. Ganz dünn auf den Lack aufsprühen. Der Sprayer lässt das wirklich super machen. Und dann direkt mit einem Tuch verteilen. Ganz wichtig, in Teilbereichen arbeiten. Das heißt, sobald ein Teilbereich abgeschlossen ist, sofort mit einem zweiten Tuch am besten. Hinterher, ich habe es hier in der Jackentasche und gleich auch in der Hand, direkt hinterher auspolieren, damit alle Überstände sofort entfernt werden. Sollte irgendwo mal was ein bisschen klebriger sein, habe ich jetzt hier mal simuliert in der Mitte, dann einfach nochmal ein bisschen Produkt aufbringen, mit dem Tuch sozusagen, ein bisschen aufs Tuch sprühen, nochmal ein bisschen was abwischen und dann direkt mit dem zweiten Tuch hinterher. Dann sind auch die restlichen Überstände weg. Die Anwendung insgesamt selbst beim Sprühen auf dem Lack ist super einfach, wenn man nicht zu viel Produkt verwendet. Leichte Reste ziehen auch nochmal von der Luftfeuchtigkeit einfach ab, von daher gar kein Problem. Zweite Variante, direkt ins Tuch sprühen. Auftrag ist der gleiche, einmal auftragen, vernünftig verteilen und dann direkt in Teilbereichen arbeiten und mit dem zweiten Tuch hinterherwischen. Was vom Handling besser ist, musst du selbst entscheiden. Ich bin immer ein Freund von aufs Tuch sprühen. Ich sprühe ungerne Sachen direkt auf den Lack. Mal gucken, ob das nachher einen Unterschied im Ergebnis hat. Und jetzt noch eine kleine dritte Methode, mit der ich bei Sprühversiegelung gerne arbeite. Ich nehme meinen Mikrofaserapplikator, ähnliche Methode wie beim Tuch, und trage es auf. Das hat den Vorteil, dass ich ein bisschen punktueller gerade hier so an schmalen Bereichen arbeiten kann und das alles vom Produkt auftrage, ohne irgendwie einen Tuchbereich nicht zu benutzen. Muss am Ende jeder selber wissen, funktioniert aber auch hervorragend. Dr. Wack sagt dann, das Auto sollte idealerweise 1 Stunde trocken stehen, bevor es wieder rausgeht. Daran haben wir uns gehalten, bevor wir uns gleich mal das Beading Sheeting angucken. Anwendung kann ich schon mal sagen, super einfach, super geil und der Geruch sehr intensiv, fruchtig, sage ich mal, und angenehm. Die Anwendung hast du gesehen. Ich kann dir sagen, sie war wirklich einfach. Man sollte darauf achten, dass man nicht so große Teilbereiche auf einmal macht, wenn es ein bisschen antrocknet. Habt ihr in der Mitte der Haube gesehen, dann lässt es sich nicht einfach mehr auspolieren. Dann löst man es nochmal ein bisschen neuem Produkt an und dann geht es auch einfach weg. Also wichtig ist wirklich kleine Teilbereiche machen, gleich auspolieren. Ob man jetzt im Tuch oder auf dem Lack arbeitet, werden wir gleich sehen. Ich habe ja Hälfte gemacht, das heißt, ich vergleiche gleich mal das Ergebnis auf dem Lack. Was das Beading betrifft, von der Glätte habe ich auch schon mal rüber gefasst, ist beides gleich extrem glatt. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal das Beading mit der Sprühflasche an.
Wir haben hier eine wunderschöne Perlenbildung, wir haben ein gutes Abfließverhalten, sieht absolut klasse aus. Jetzt mal auf der anderen Seite verglichen, wo das Produkt ins Tuch gesprüht wurde, optisch erstmal kein Unterschied erkennbar, also von der Performance auf dem Lack erstmal das gleiche, wirklich eine Performance, die sich sehen kann. Gucken wir uns mal das Sheeting an, da könnte man vielleicht einen Unterschied sehen zwischen rechts und links, aber nein, exakt das gleiche Sheeting, also auch beides hier gerade für so ein Sprühprodukt sehr gut. Und hier auf der Tür, wo ich es mit dem Applikator aufgetragen habe, ganz starkes Beading und auch ein gutes Sheeting, klar, läuft besser ab, weil es eine senkrechte Fläche ist. Und auch der Kunststoff bietet ganz hervorragend. Also wirklich ein Allrounder, der auf allen Oberflächen funktioniert und eine gute Performance liefert.